Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Tools und Tipps, wo wir zeigen wollen, dass man mit ganz einfachen Mitteln und mit einem Planer, mit einem Kalender, wo man die Informationen sammelt, sein Leben ganz grundlegend auch ändern und in eine gute Richtung bringen kann. Das Thema lautet regelmäßige Aktivitäten und wir gehen es wieder an mit dem EPTW-Zyklus, der sich hierfür sehr gut eignet, zu erkennen, worum es eigentlich geht, es zu planen, es dann umzusetzen und schließlich auch zu reflektieren und wirklich zu wurzeln und Frucht zu bringen. Und der erste Punkt lautet Erkennen. Ich muss erstmal bewusst wahrnehmen, dass regelmäßige Aktivitäten enorm wichtig sind für mein Leben, für Beziehungen, für meine Arbeit, für meine Produktivität. Und wie gesagt, ich sehe das schon am eigenen Herzen und am eigenen Körper, wo sehr viele Prozesse im Stillen laufen, aber ganz regelmäßig vonstatten gehen. Und wir wollen auch für unser Leben sehen und erkennen, wo hier auch solche Rhythmen wirklich von einem großen Vorteil sind. Ja, wie setzen wir das Ganze um? Und das zeige ich euch jetzt ganz konkret, wie es uns diese Woche gegangen ist am Planer. Wir hatten erkannt, dass wir die Newsletter-Empfänger natürlich aktualisieren müssen, bevor wir den Newsletter rausschicken, sonst bekommen die ihn eben nicht. Und dann ist gleich die Frage, okay, das müssen wir immer machen. Wo fasst man das zusammen? Wo schreibt man das auf? Wie kriegt man da eine Routine rein? Und dafür gibt es im Business Planner eine eigene Seite, die nennt sich regelmäßige Aktivitäten. Und genau hier gehören solche Dinge rein. Natürlich nicht, dass du dir die Zähne putzen musst, ja, nicht unbedingt nötig, aber viele andere Sachen, insbesondere die man nicht so oft macht, die nicht täglichen Routinen, sondern die wöchentlichen oder monatlichen oder vierteljährlichen, die sind wirklich schwierig, denn man hat die dann längst vergessen und dann kommt man hinterher drauf, wenn es dann eigentlich schon wieder zu spät ist. Und deswegen ist diese Seite wichtig und sie soll einen besonderen Platz kriegen und einen schnellen Zugriff. Und dazu sind also diese Tabs sehr gut geeignet. Wir nehmen die also her, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Ich würde jetzt hier einfach RA für regelmäßige Aktivitäten draufschreiben und klebe diesen dann genau an diese Stelle hier eben rein. Mache ich hier diesen Tab hin und kann dann immer, wenn so eine Idee kommt, ganz schnell hier drauf zugreifen. Also hier macht man dann einfach, schreibt man diese Aktualisierung rein und man kann auch noch hinschreiben, wie lange das dauert, 10 Minuten. Der große Vorteil, jetzt schalte ich wieder um, der große Vorteil ist, dass man hier die Dinge sammelt und sie jederzeit wieder rausholen kann und einen schnellen Zugriff hat, denn alles, was man nicht schnell erreicht, das macht man nicht. Das ist einfach unangenehm und dann geht es doch irgendwo verloren. Man bekommt Ordnung rein und eine Transparenz, auch was hier an Vorgängen so nötig ist. Ja, und dann geht es letztlich, wenn man das mal geplant hat und am richtigen Ort fixiert hat und sich auch entschieden hat, dass man das so und so macht, dann geht es eben ans Tun. Und das ist jetzt bei diesen regelmäßigen Aktivitäten schön, dass man sich eben daran gewöhnt, wenn was in einem Turnus wöchentlich oder monatlich oder vierteljährlich geschieht und dass es in Fleisch und Blut übergeht, aber auch, dass man optimierter wird, dass man schneller
und besser wird, dass die Qualität höher wird. Und das ist ein großer Vorteil neben den vielen anderen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Aber dann ist auch das Wurzeln wichtig, dass man eben dann nach einem Vierteljahr schaut, was ist denn jetzt rausgekommen oder an einem anderen Zeitraum. Und dann gilt es wirklich, die Erfolge zu feiern, aber auch gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen und die Sinnhaftigkeit zu prüfen. Ja, und so gibt es eben viele Dinge, die du jetzt ganz persönlich auch für dein Leben herausfinden darfst und sollst, aber halt sie fest, auch wenn du sie später dann nochmal revidierst, aber erstmal festhalten, planen, umsetzen und dann nochmal kontrollieren. Und hier sind ein paar Beispiele, wie du im persönlichen Bereich tägliche Routinen, Seelenhygiene vor dem Schlafen oder wie wir eben sehr betonen, jede Woche einmal wirklich 24 Stunden den PC oder die Arbeit wirklich mal runterfährt oder ja, die Quartalsreflexion wirklich plant und macht und viele andere, insbesondere Familie, gerade Beziehungen und Freundschaften leben sehr von dem, dass man sich kontinuierlich sieht. Es muss nicht auf den Tag sein, aber wenn dieser Turnus eingehalten wird, wenn man sich einmal im Monat zum Beispiel sieht oder einmal im Vierteljahr, bei manchen ist es wirklich ein Jahr, dann bleibt die Freundschaft erhalten und die Beziehung lebt davon, dass man sich austauscht und vieles, vieles mehr. Arbeit und Beruf lebt davon, auch unser soziales Umfeld, unser Leben in der Welt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch ein bisschen was gebracht. Sagt uns gerne, was ihr denkt. Schreibt es in die Kommentare rein oder gebt uns ein Like. Und bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Obersteiner.